Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschem Dialog. Ich bin Sophia. Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Mark. Freut mich sehr, Marc. Erzähl uns doch, was du beruflich machst. Ich bin Busfahrer. Ich arbeite für die Stadtwerke hier. Spannend. Auf welcher Linie fährst du denn? Ich fahre meistens auf der Linie 15, vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark. Das ist eine wichtige Strecke. Wie sieht dein Arbeitstag aus? Ich fange früh an. Mein erster Bus fährt um 5:30 Uhr vom Depot ab. Um 5:30 Uhr. Das ist ja sehr früh. Ja, aber so kennen es die Pendler. Sie müssen zur Arbeit kommen. Verstehe. Wann stehst du dann auf? Mein Wecker klingelt um 3:15 Uhr. Ich brauche Zeit zum Wachwerden. 3:15 Uhr. Mein Gott, ich schlafe da noch tief. Man gewöhnt sich daran. Ich trinke erstmal eine Tasse starken Kaffee. Und frühstückst du zu Hause? Ja, immer. Müsli mit Milch und eine Banane. Schnell und praktisch. Sehr vernünftig. Wie kommst du zur Arbeit? Mit dem Fahrrad. Es sind nur 10 Minuten bis zum Depot. Auch um 4 Uhr morgens. Im Sommer ist es schon hell. Im Winter habe ich eine sehr gute Fahrradlampe. Und wie bereitest du den Bus vor? Zuerst kontrolliere ich die Technik, Bremsen, Lichter, Türen. Das ist wichtig für die Sicherheit. Genau, dann mache ich die Fahrgastkabine sauber. Manchmal liegt Müll vom Vortag. Das ist nicht so schön. Und dann beginnt die Fahrt. Ja, pünktlich um 5:30. Die ersten Fahrgäste sind meistens Krankenschwestern. Ah, die haben auch Frühschicht. Wie viele Haltestellen hat die Linie 15? Insgesamt 22. Die Fahrt dauert ungefähr 55 Minuten. Und fährst du die ganze Strecke hin und zurück? Ja, ich fahre 3 Rundfahrten am Vormittag. Dann habe ich eine Pause. Wie lang ist die Pause? Etwa eine Stunde. Ich gehe dann in die Betriebskantine. Was gibt es denn dort? Oft ein günstiges Mittagsessen. Zum Beispiel Schnitzel mit Kartoffeln für 5 €. Das ist ein guter Preis. Isst du immer in der Kantine? Meistens. Manchmal bringe ich mir auch ein Brot von zu Hause mit. Und nach der Pause? Dann fahre ich nochmal 3 Rundfahrten. Mein Arbeitstag endet um 2:30. Das ist ein langer Tag. Bist du danach sehr müde? Manchmal ja. Aber ich habe den Nachmittag und den Abend frei. Das ist ein Vorteil. Was machst du dann mit deiner freien Zeit? Ich hole oft meine Tochter von der Schule ab. Sie ist 9 Jahre alt. Das ist schön. Wie heißt sie? Sie heißt Lena. Sie wohnt bei meiner Ex-Frau, aber ich habe sie jeden zweiten Tag. Ah, verstehe. Und was macht ihr zusammen? Wir gehen ins Schwimmbad, spielen Brettspiele oder kochen zusammen. Was kocht Lena denn am liebsten? Pfannkuchen. Sie kann schon fast alleine den Teig machen. Wie süß. Du hast also einen sehr geregelten Tagesablauf. Ja, das muss so sein. Der Fahrplan ist streng. Gibt es auch unvorhergesehene Dinge? Stau zum Beispiel. Oh ja, einen Tag. Besonders morgens zwischen 7 und 8. Und was macht ihr dann?
Wir versuchen eine andere Route zu fahren, aber manchmal geht es einfach nicht. Die Fahrgäste sind sicher nicht glücklich darüber. Nein, einige beschweren sich. Aber ich kann ja nichts für den Stau. Das stimmt. Hast du nette Fahrgäste? Viele, ja. Es gibt eine ältere Dame, die immer dienstags einkaufen fährt. Und? Sie bringt mir manchmal einen Apfel oder ein Stück Kuchen mit. Das ist ja herzlich. Sie mag dich. Ich helfe ihr auch immer mit ihrem Einkaufswagen. Sehr nett von dir. Gibt es auch negative Erlebnisse? Leider ja. Letzte Woche zum Beispiel war ein Jugendlicher sehr laut und respektlos. Was hast du gemacht? Ich habe ihn erst freundlich gebeten, leiser zu sein. Das hat nichts geholfen. Und dann? Dann ich an der nächsten Haltestelle angehalten und mit ihm gesprochen. Hat das geholfen? Ja, zum Glück. Er ist dann ganz still geworden und ist 2 Haltestellen später ausgestiegen. Gut, dass du ruhig geblieben bist. Das ist sicher nicht einfach. Man lernt geduldig zu sein. Das ist der Job. Sag mal, Marc, was ist das Schönste an deinem Beruf? Die Menschen. Ich sehe jeden Tag hunderte Gesichter. Und? Ich bringe sie zur Arbeit, zur Schule, zum Arzt. Ich bin ein Teil ihrer Routine. Das ist eine schöne Art, es zu sehen. Und das Schwerste? Die Verantwortung. 55 Menschen in einem großen Fahrzeug. Das kann ich mir vorstellen. Du musst immer konzentriert sein. Genau. Auch wenn ich die Strecke in- und auswendig kenne. Wie viele Kilometer fährst du am Tag ungefähr? An einem normalen Tag sind es etwa 200 Kilometer. Das ist eine Strecke bis nach Hamburg. Ja, aber nicht so geradeaus. Immer im Kreis. Stimmt. Arbeitest du auch am Wochenende? Ja, aber nicht jeden. Wir haben einen Schichtplan. Fährt am Wochenende der gleiche Fahrplan? Nein, samstags fahren die Busse seltener, sonntags noch seltener. Und was machst du an einem freien Wochenende? Dann verbringe ich Zeit mit Lena. Oder ich treffe mich mit Freunden. Was macht ihr mit Lena am Wochenende? Letztes Wochenende waren wir im Kino. Sie wollte den neuen Pferdefilm sehen. War es schön? Sehr. Danach waren wir in der Eisdiele. 2 Kugeln Schokolade für Lena. Und für dich? Eine Kugel Vanille und eine Kugel Erdbeere. Das ist meine Standardbestellung. Lecker. Kommst du denn mit dem Busfahren in der Freizeit überhaupt noch klar? Ehrlich gesagt, nein. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Das kann ich verstehen. Brauchst du für den Job einen besonderen Führerschein? Ja, ich habe einen Führerschein der Klasse D. Den muss man extra machen. War die Prüfung schwer? Sie war nicht einfach. Viel Theorie über große Fahrzeuge und Sicherheit. Und die Praxis? Da muss man mit einem großen Bus durch enge Straßen fahren. Das war eine Herausforderung. Aber du hast es geschafft. Seit wann fährst du denn schon Bus? Seit 11 Jahren. Zuerst war ich Paketzusteller, aber das war mir zu einsam. Warum einsam? Man ist den ganzen Tag allein im Auto. Im Bus habe ich immer Menschen um mich. Das passt besser zu dir, wie es klingt. Absolut. Ich bin ein geselliger Mensch.
Hast du Hobbys neben der Arbeit und der Familie? Ich repariere alte Möbel. Das ist total entspannend für mich. Wirklich? Wo machst du das denn? In meinem Keller, da ich eine kleine Werkstatt. Was hast du zuletzt repariert? Einen alten Holzstuhl von meiner Oma. Er wackelte ganz schlimm. Und jetzt? Jetzt steht er fest und schön in meinem Wohnzimmer. Lena hat ihn angemalt. Ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das macht uns Spaß. Manchmal hilft sie mir auch. Du hast erwähnt, dass Lena 9 ist. In welche Klasse geht sie denn? Sie geht in die 4. Klasse. Nächstes Jahr wechselt sie auf die weiterführende Schule. Das ist ein großes Jahr für sie. Mag sie denn die Schule? Ja, zum Glück. Ihre Lieblingsfächer sind Kunst und Sachkunde. Und was mag sie nicht so gern? Mathe. Da helfen wir manchmal zusammen am Abend. Ich war auch nicht gut in Mathe. Das kennen viele Eltern. Hat sie denn viele Hausaufgaben? Nicht so viel. Vielleicht eine Stunde am Tag. Aber sie macht sie gleich nach der Schule. Sehr diszipliniert. Und was macht sie in ihrer Freizeit, außer mit dir Möbel zu bemalen? Sie geht zum Turnen. Jeden Dienstag und Donnerstag von 4 bis 5. Das ist ein schöner Ausgleich. Zahlt ihr dafür einen Beitrag? Ja, 35 € im Monat. Aber es macht ihr so viel Spaß, das ist es wert. Auf jeden Fall. Du holst sie dann von der Turnhalle ab? Wenn ich frei habe, ja. Sonst holt sie ihre Mutter ab. Ihr habt eine gute Organisation. Erzähl mal, Mark, vergessen die Leute oft Sachen im Bus? Ständig. Regenschirme, Handschuhe, Einkaufstüten und vor allem Handys. Was machst du mit den Fundstücken? Ich gebe sie am Ende meiner Schicht im Fundbüro am Busbahnhof ab. Wird viel abgeholt? Ich denke, ja. Die meisten Sachen sind ja persönlich und wichtig. Hastest du mal einen besonderen Fall? Ja, vor ein paar Monaten. Ein Teenager hat seinen ganzen Schulranzen vergessen. Oh nein. Mit allen Büchern und Heften? Mit allem. Er war auf dem Weg zur Schule und total in Stress. Wie hast du das bemerkt? Nach der Fahrt sah ich ihn an der Haltestelle suchen. Er war fast am Weinen. Du hast ihn natürlich angesprochen? Klar. Ich sagte, suchst du deinen Rucksack? Da war er so erleichtert. Und er war bestimmt sehr dankbar. Ja, er hat sich mehrmals bedankt. Ich bin dann sogar 5 Minuten zu spät losgefahren. Das war sehr nett von dir. Solche Geschichten machen den Job schön. Man hilft, wo man kann. Das ist das Wichtigste. Du hast vorhin von Urlaub gesprochen. Plant ihr dieses Jahr etwas? Ja, im Juli. Für 2 Wochen. Lena und ich fahren an die Ostsee. Oh, wie schön. Wohin genau? Nach Binz auf Rügen. Meine Eltern haben dort früher immer Urlaub gemacht. Eine schöne Tradition. Fahrt ihr mit dem Zug? Nein, mit dem Auto. Das ist flexibler. Die Fahrt dauert ungefähr 4 Stunden. Habt ihr schon eine Unterkunft? Ja, ein kleines Ferienhaus. Es gehört einem Freund meines Vaters. Das klingt perfekt. Und was kostet so ein Haus für 2 Wochen? Nicht viel, weil es ein Freundschaftspreis ist.
Vielleicht 400 €. Das ist wirklich sehr günstig. Was möchtet ihr dort machen? Viel am Strand sein, Sandburgen bauen, schwimmen, Eis essen. Der Klassiker. Und du? Wirst du auch mal abschalten können? Hoffentlich. Ich nehme mir ein paar Bücher mit und möchte einfach nur lesen. Was liest du denn gerne? Spannende Krimis. Aber nichts Schweres. Im Urlaub muss es leicht sein. Gute Einstellung. Isst du dort auch fangfrischen Fisch? Natürlich. Das ist ein Muss. Gebratenen Fisch mit Bratkartoffeln. Jetzt bekomme ich Hunger. Erzähl mal, wie bereitet ihr so einen Urlaub vor? Lena und ich machen eine Packliste. Sie malt immer Bilder dazu. Wie niedlich. Und wer packt die Koffer? Ich packe die großen Sachen. Lena packt ihr Spielzeug und ihre Bücher selbst. Sehr selbstständig. Musst du für den Urlaub viel sparen? Ich lege jeden Monat ein bisschen Geld zur Seite, etwa 50 €. Das ist klug. So lastet die große Summe nicht auf einmal. Genau. Und Lena spart auch ihr Taschengeld für den Urlaub. Wie viel Taschengeld bekommt sie denn? 3 € pro Woche. Sie ist sehr stolz, wenn sie ihr eigenes Eis bezahlen kann. Das ist ein wichtiges Gefühl. Zurück zur Arbeit. Gibt es im Sommer mehr Fahrgäste? Ja, klar. Viele Touristen, die zum See oder ins Freibad wollen. Macht das die Fahrten anstrengender? Manchmal, weil sie viele Fragen stellen. Fährt dieser Bus zum Zoo und so? Aber du hilfst ihnen gerne, oder? Ja, natürlich. Ich bin schließlich der Ortskenner. Du bist quasi ein lebendiger Reiseführer. So ungefähr. Manchmal erzähle ich auch ein bisschen Stadtgeschichte. Wirklich? Zum Beispiel? Wenn wir am alten Rathaus vorbeifahren, sage ich, das Gebäude ist von 1905. Das finden bestimmt nicht nur Touristen interessant. Einige Stammfahrgäste lachen dann und sagen, Mark, das wissen wir schon. Das ist ja ein nettes Gemeinschaftsgefühl. Erzähl mal mehr von deinem Hobby. Ja, das macht mir wirklich Spaß. Letztes Wochenende habe ich einen kleinen Tisch fertig gemacht. Oh, toll. Woher hast du den denn? Den habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Für nur 10 €. Ein Schnäppchen. Was war daran kaputt? Ein Bein war locker und die Platte hatte viele Kratzer. Und wie hast du das repariert? Zuerst habe ich das Bein mit Holzleim wieder festgemacht. Und die Kratzer? Dann habe ich die ganze Platte leicht abgeschliffen. Mit Sandpapier. Das klingt nach Arbeit. Hast du sie auch neu lackiert? Ja, mit hellgrauer Farbe. Jetzt sieht der Tisch modern aus. Und wo steht er jetzt? In Lenas Zimmer. Sie benutzt ihn als Maltisch. Perfekt. Brauchst du spezielle Werkzeuge für solche Arbeiten? Nicht wirklich. Eine Säge, einen Hammer, Schraubendreher, Schleifpapier. Die Basics. Und wo kaufst du das Material? Im Baumarkt? Genau, meistens in dem Baumarkt an der Berliner Straße. Der hat eine gute Auswahl. Ist das teuer? Farbe und so. Eine Dose gute Farbe kostet ungefähr 15 €. Die reicht für mehrere Möbel. Das ist okay.
Du bist also praktisch veranlagt. Ich denke schon. Mein Vater hat mir viel beigebracht. Das ist schön. Sprechen wir über etwas anderes. Deine Einkäufe. Wer kocht bei euch? Meistens ich. Ich koche gern und Lena hilft mir manchmal. Was kocht ihr denn am liebsten? Einfache Sachen. Nudeln mit Tomatensoße, Bratkartoffeln mit Spiegelei, Suppen. Lecker. Gehst du jeden Tag einkaufen? Nein, das wäre zu viel. Ich mache einmal pro Woche einen Großeinkauf. Wann machst du das? Meistens samstags vormittags. Dann ist der Supermarkt noch nicht so voll. In welchem Supermarkt bist du Stammkunde? Bei Edeka um die Ecke. Der ist nur 5 Minuten zu Fuß entfernt. Sehr praktisch. Was steht immer auf deiner Einkaufsliste? Milch, Brot, Joghurt, Obst, Gemüse, Nudeln, Käse und etwas für Lenas Pausenbrot. Was macht ihr für Pausenbrote? Vollkornbrot mit Käse oder mit magerer Wurst. Und immer ein Apfel oder eine Banane dazu. Gesund. Wie viel gebt ihr ungefähr pro Woche aus? Für Lebensmittel etwa 80 bis 90 Euro. Es sind ja nur 2 Personen. Das ist sehr überschaubar. Triffst du deine Ex-Frau manchmal beim Einkaufen? Ja, ab und zu. Wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt. Ist das nicht komisch? Am Anfang war es seltsam. Aber jetzt sind wir freundlich zueinander. Das ist gut für Lena. Auf jeden Fall. Sie soll keine schlechten Gefühle zwischen uns spüren. Sehr reif von euch. Geht Lena manchmal allein einkaufen? Kleinigkeiten ja. Zum Beispiel, wenn wir Brot brauchen, geht sie zum Bäcker. Wie weit ist der Bäcker? Nur 3 Häuser weiter. Sie geht allein hin und kauft ein Brot für 2,50 Euro. Das ist schon verantwortungsvoll für eine Neunjährige. Sie ist sehr vernünftig. Und sie freut sich immer über das kleine Taschengeld, das sie spart. Süß. Zurück zu deiner Arbeit. Was ist das Schwierigste am Busfahren im Winter? Definitiv die glatten Straßen. Bei Eis und Schnee muss man sehr vorsichtig fahren. Habt ihr Winterreifen? Ja, natürlich. Alle Busse bekommen im November Winterreifen. Und die Fahrgäste? Sind sie ungeduldiger bei schlechtem Wetter? Manche schon. Aber viele sind auch verständnisvoll, weil sie selbst schlecht fahren. Hast du jemals einen Unfall gehabt? Zum Glück nur einen ganz kleinen. Vor 2 Jahren. Was ist passiert? Ein Auto ist mir an einer engen Stelle zu nahe gekommen und hat den Spiegel gestreift. Oh, war etwas kaputt? Nur der Spiegel war leicht beschädigt. Der Fahrer war sehr entschuldigend. Das ist ja noch mal gut gegangen. Hast du dich sehr erschrocken? Ja, mein Herz hat ganz schnell geschlagen. Aber so etwas passiert leider. Du bleibst also immer cool. Ich versuche es. Aufregung hilft in so einer Situation nie. Weise Worte, Mark. Ich denke, das hilft dir auch im Umgang mit schwierigen Fahrgästen. Absolut. Tief durchatmen und ruhig bleiben. Das ist mein Motto. Das sollten wir alle beherzigen. Erzähl mir jetzt von deinen Eltern. Wo wohnen sie? Sie wohnen immer noch in meiner Heimatstadt, etwa 50 Kilometer von hier entfernt. Das ist nicht so far. Besuchst du sie oft? Ich versuche einmal im Monat hinzufahren, meistens an einem Sonntag. Fährst du dann mit dem Bus?
Das wäre witzig. Nein, an meinem freien Tag mag ich kein Bus. Ich fahre mit meinem eigenen Auto. Verständlich. Was für ein Auto hast du denn? Einen alten, aber zuverlässigen Volkswagen Golf. Baujahr 2010. Ein Klassiker. Wie lange brauchst du zu deinen Eltern? Ohne Stau ungefähr 45 Minuten. Mit Stau manchmal über eine Stunde. Was macht ihr dann, wenn du da bist? Meine Mutter kocht immer mein Lieblingsessen. Rouladen mit Rotkohl und Klößen. Mh, das klingt nach richtigem Familienessen. Und dein Vater? Der erzählt dann immer Geschichten aus meiner Kindheit. Lena liebt das. Sind deine Eltern auch handwerklich begabt, so wie du? Mein Vater, ja. Er war Schreiner. Von ihm habe ich die Basics gelernt. Ah, daher weht der Wind. Und deine Mutter? Sie liebt Gartenarbeit. Ihr Garten ist wie ein kleiner Park. Das klingt idyllisch. Geht Lena gerne zu den Großeltern? Sie freut sich immer riesig. Vor allem, weil sie bei Oma backen darf. Was backen sie denn? Hefeplätzchen oder einen einfachen Apfelkuchen. Die Küche sieht danach immer aus wie ein Schlachtfeld. Das sind die schönsten Erinnerungen. Sprechen wir über einen typischen freien Tag bei dir. Gut. Ein typischer Sonntag zum Beispiel. Genau. Wann stehst du sonntags auf? Da schlafe ich aus. Bis 7 oder halb 8. Das ist schon Luxus für mich. Das glaube ich dir sofort. Was ist das Erste, was du tust? Erstmal ganz in Ruhe Kaffee trinken, ohne Hektik. Trinkst du den alleine oder mit Lena? Wenn sie da ist, macht sie mir oft Gesellschaft. Sie trinkt dann Kakao. Ein schönes Ritual. Und dann? Dann frühstücken wir gemeinsam. Mit frischen Brötchen vom Bäcker. Wer holt die Brötchen? Meistens ich. Der Bäcker hat sonntags bis 10 Uhr geöffnet. Und was kommt auf die frischen Brötchen? Alles Mögliche. Marmelade, Honig, Käse, manchmal auch ein weich gekochtes Ei. Lecker. Und nach dem Frühstück? Dann kommt es drauf an. Manchmal gehen wir auf den Spielplatz oder in den Wald. Was macht ihr im Wald? Pilze suchen im Herbst oder einfach nur spazieren. Lena sammelt immer Tannenzapfen. Wie niedlich. Und wenn das Wetter schlecht ist? Dann bleiben wir zu Hause, spielen ein Brettspiel oder sehen einen Film. Was ist euer aktuelles Lieblingsbrettspiel? Mensch, ärgere dich nicht. Ein Klassiker, aber Lena gewinnt oft. Die Jungen sind einfach schneller. Was kocht ihr sonntags zu Mittag? Oft etwas, was Zeit braucht. Ein Sonntagsbraten oder einen Eintopf. Klingt gemütlich. Und am Nachmittag? Manchmal besuchen wir Freunde. Oder wir arbeiten im Garten, wenn ich einen habe. Hast du einen Garten? Leider nein, nur einen kleinen Balkon. Aber da wachsen ein paar Kräuter. Immerhin. Und was ist mit dem Abend? Wie endet dein perfekter Sonntag? Ganz ruhig. Lena geht ins Bett und ich lese noch ein Buch oder sehe die Sportschau. Siehst du gern Fußball? Ja, ich bin Fan von Borussia Dortmund, aber ich sehe nur die Zusammenfassungen. Schön, dass du Zeit für dich hast. Hast du beruflich Pläne? Möchtest du zum Beispiel eine andere Linie fahren? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Mir gefällt meine Linie 15. Aber vielleicht in ein paar Jahren.
Eine Schulung zum Fahrlehrer für Busse. Das ist eine interessante Idee. Aber das ist sehr viel Theorie und Prüfungen. Du könntest es ja langsam angehen. Abendkurse zum Beispiel? Vielleicht. Zuerst möchte ich aber meinen Meister im Handwerk machen. Wirklich? Also im Möbelbau? Genau. Es gibt eine Schule in Hannover. Die Kurse sind am Wochenende. Das wäre perfekt mit deinem Schichtplan. Wie lange dauert so etwas? Ungefähr 1,5 Jahre. Es kostet auch Geld. Etwa 2.000 €. Das ist eine Investition in dich selbst. Würdest du dann deinen Job wechseln? Nein, ich liebe meinen Job. Aber ich könnte nebenbei kleine Möbelaufträge annehmen. Eine perfekte Kombination. Und privat? Träumst du von einem eigenen Haus? Ja, das wäre toll. Mit einem kleinen Garten und einer richtigen Werkstatt. In der Stadt oder auf dem Land? Am Stadtrand. So hätte ich beides. Ruhe und gute Anbindung. Ein guter Plan. Kommen wir zum Thema Gesundheit. Sitzt du nicht sehr viel? Ja, leider. 8 bis 9 Stunden am Tag. Das ist nicht ideal für den Rücken. Was machst du dagegen? Ich mache jeden Abend einfache Dehnübungen. Nur für 10 Minuten. Das ist gut. Und Sport? Treibst du welchen? Ich gehe 2-mal pro Woche schwimmen. Dienstag und Freitag abends. Wo schwimmst du denn? Im Stadtbad. Es kostet 4 € pro Eintritt. Ich habe eine Zehnerkarte. Sehr vernünftig. Schwimmst du Bahnen? Ja, ich schwimme immer 30 Bahnen. Das sind ungefähr 1,5 Kilometer. Respekt. Fühlst du dich danach besser? Total. Der Stress des Tages ist weg und ich schlafe wie ein Baby. Perfekt. Isst du auch bewusst gesund? Ich versuche es. Viel Gemüse, Vollkornbrot, nicht so viel Fleisch. Kochst du dir manchmal Essen für die Arbeit vor? Ja, oft. Ein Glas mit Salat oder Nudelsalat. Das ist besser als Fast Food. Absolut. Jetzt zu meiner Lieblingsfrage. Erinnerst du dich an deinen allerersten Arbeitstag als Busfahrer? Wie könnte ich den vergessen? Ich war so nervös. Wann war das? Vor 11 Jahren? Genau. Im März 2012. Es war ein Montag, regnerisch und kalt. Was war deine erste Linie? Linie 5. Eine schwierige Strecke mit engen Kurven in der Altstadt. Oh je, hat dich jemand eingearbeitet? Ja, ein älterer Kollege, Herr Schröder. Er war sehr geduldig mit mir. Was hat er dir beigebracht? Alles. Die Besonderheiten der Strecke, wo die gefährlichen Stellen sind, alles. Und wie war die erste Fahrt mit echten Fahrgästen? Ich hatte schwitzige Hände. Ich dachte nur, bitte, mach keinen Fehler. Aber es ist gut gegangen. Ja, aber an der 3. Haltestelle habe ich fast vergessen, die Tür zu schließen. Das passiert den Besten. Hat es jemand gemerkt? Eine ältere Dame rief, »Junger Mann, die Tür!« Da war ich richtig rot geworden. Ach, wie peinlich. Aber sie war wohl nicht böse. Nein, sie hat gelächelt. Sie sagte, das passiert am Anfang. Keine Sorge. Das war nett von ihr. Wie war der Rest des Tages? Anstrengend. Aber ich war so glücklich und stolz, als ich ins Depot zurückkam. Das kann ich mir vorstellen. Hat Herr Schröder etwas gesagt?
Er klopfte mir auf die Schulter und sagte, gut gemacht. Morgen wird es leichter. Ein schönes Gefühl, einen Mentor zu haben. Arbeitet er noch dort? Nein, er ist jetzt in Rente. Aber wir treffen uns manchmal zum Kaffee. Das ist schön, die Verbindung zu halten. Würdest du auch mal einen Azubi einarbeiten? Wenn ich gefragt werde, gerne. Es ist schön, Wissen weiterzugeben. Du wärst ein guter Lehrer, das höre ich heraus. Zurück zum Thema Gesundheit. Trinkst du genug Wasser beim Fahren? Ich habe immer eine 1,5 Liter Flasche Wasser dabei. Das ist wichtig. Sehr gut. Hast du manchmal Rückenschmerzen? Früher öfter. Seit ich die Dehnübungen mache und schwimme, fast nie. Das ist die beste Werbung für Sport. Nimmst du auch regelmäßig Pausen während der Fahrt? Ja, an den Endhaltestellen. Da habe ich immer 5 bis 10 Minuten. Steigst du dann aus? Immer. Ich atme frische Luft und gehe ein paar Schritte. Klug. Dein Körper dankt es dir. Lass uns zum Abschluss noch über das Sprechen selbst reden. Über das Sprechen? Das ist Meta. Ja, du sprichst den ganzen Tag mit Menschen. Was sind deine wichtigsten Kommunikationsregeln? Immer freundlich bleiben. Auch wenn jemand unfreundlich ist. Das ist nicht einfach. Nein. Aber ein Lächeln oder ein freundlicher Ton entschärft oft die Situation. Und Augenkontakt? Siehst du die Leute an, wenn sie mit dir reden? Im Rückspiegel ja. So zeigen sie mir oft, wo sie aussteigen wollen. Ach so, und du nickst dann? Genau. Ein kleines Nicken bedeutet, ich habe dich gesehen. Das ist ein guter Tipp für nonverbale Kommunikation. Es funktioniert fast immer. Die Leute fühlen sich wahrgenommen. Was ist mit deiner Stimme? Sprichst du laut und deutlich? Das muss ich. Besonders bei Durchsagen. Nächster Halt. Hauptbahnhof. Machen die Fahrgäste manchmal deine Ansagen nach? Ja, vor allem Kinder. Aber ich finde das lustig. Du bist ein guter Sport. Gibt es Sätze, die du jeden Tag sagst? Guten Morgen. Schönen Tag noch. Und Vorsicht bei der Ausfahrt. Die Basics der Höflichkeit. Das schafft eine gute Atmosphäre. Ich denke schon. Viele Stammgäste grüßen mich schon mit Namen. Das ist das Schönste, oder? Dieses Gefühl von Gemeinschaft. Absolut. Es fühlt sich an wie ein zweites Zuhause auf Rädern. Ein schönes Bild. Jetzt eine letzte persönliche Frage. Was machst du, um wirklich abzuschalten? Ganz einfach. Ich höre Musik. Laut. Mit Kopfhörern. Was für Musik? Alles von Klassik bis Rock. Hauptsache, es hat nichts mit Motoren zu tun. Verständlich. Und was ist dein Lieblingslied im Moment? Über 7 Brücken musst du gehen. Von Karat. Ein Klassiker. Passend für einen Brücken- und Straßenkenner. Marc, unsere Zeit ist leider um. Schade. Es ging so schnell vorbei. Ich weiß, aber ich denke, wir haben ein rundes Bild bekommen. Von meinem Leben auf und abseits der Linie 15. Genau. Du hast uns von Arbeit, Familie, Hobbys, Plänen und Erinnerungen erzählt. Und ich habe es genossen. Danke für dein Interesse. Marc, zum Abschluss. Was ist dein wichtigster Rat für jemanden, der einen stressigen Job hat?
Einen klaren Trennstrich ziehen. Wenn ich das Depot verlasse, lasse ich die Arbeit dort. Einfach sagen, jetzt bin ich privat. Genau. Und dann etwas tun, was dir wirklich Freude macht. Bei mir ist es Werkeln. Oder Zeit mit Lena verbringen. Das ist das Größte. Sie erdet mich. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Marc, dass du heute bei uns warst. Ganz meinerseits, Sophia. Es war eine richtig schöne Erfahrung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Marc, unser Busfahrer. Danke für die Einblicke in dein Leben auf und abseits der Linie 15. Ihr habt gehört, wie viel Menschlichkeit in einem oft unsichtbaren Job stecken kann. Ja, und denk dran. Hinter jedem Steuer steht ein Mensch mit einer Geschichte. Marc, wir wünschen dir allzeit gute Fahrt und viele glückliche Momente mit Lena. Ganz herzlichen Dank. Und allen Hörern. Fahren Sie vorsichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Deutsch im Dialog. Tschüss und alles Gute. Tschüss, Sophia.